Hallo, mein Name ist Christian. Die Vorfilter müssen alle 6 Monate getauscht werden. Und wie das geht, das zeigen wir euch in diesem Video. Die Aufnahmefähigkeit eurer Vorfilter ist begrenzt. Schadstoffe können irgendwann nicht mehr aufgenommen werden und mindern somit eure Wasserqualität. Wir benötigen jetzt unsere 3 neuen Vorfilter für unsere Wasserfilteranlage. Den Vorfiltergehäuseschlüssel zum Öffnen der Vorfilter und gegebenenfalls einen 16er Mausschlüssel. Hey, unser Tipp vorab, nimm den Schwamm aus dem Aquastop, damit dieser nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Wir schließen zunächst die Wasserzufuhr am Kaltwasseranschluss. Wir schließen den Tankanschluss und öffnen die Armatur für gefiltertes Wasser, um den Druck aus der Anlage zu lassen. Unser Tipp: Holt die Anlage aus dem Unterschrank hervor und setzt sie auf ein Tuch oder eine Wanne, um einfacher an den Vorfiltern arbeiten zu können. Wir starten jetzt mit dem Vorfiltergehäuse 1, dem 5 Mikron Sedimentfilter, und nutzen den Gehäuseschlüssel mit der Kennzeichnung Open für Öffnen. Wir setzen ihn auf die Führungsschiene des Vorfiltergehäuses und schieben ihn bis nach oben hoch. Vorsicht, setzen wir zu tief an, können wir abrutschen und uns die Finger verletzen. Wir können das Gehäuse jetzt vorsichtig und mit etwas Kraftaufwand in Pfeilrichtung öffnen. Wir drehen das Gehäuse von Hand los und heben die Anlage auf der Rückseite leicht an, um das Gehäuse nach vorne entnehmen zu können. Wir holen den alten Filter aus dem Gehäuse heraus und sehen erst beim direkten Vergleich mit einem neuen Filter, wie stark dieser verschmutzt ist. Wir können den Filter erst einmal in einem Eimer zwischenlagern und später entsorgen. Das Wasser im Gehäuse kann ebenfalls entsorgt werden. Unser Tipp: Reinigt das Gehäuse mit einem sauberen und trockenen Tuch von innen. Der schwarze Ring am Gehäuse und der in der Anlage sorgen dafür, dass kein Wasser aus der Anlage austreten kann. Mit der Zeit jedoch können diese porös sein und sollten dann ausgetauscht werden. Wir trocknen auch den Vorfiltergehäusekopf von innen mit einem trockenen und sauberen Tuch. Wir nehmen jetzt den neuen Filter Nummer 1 zur Hand, den 5 Mikron Sedimentfilter. Wir entfernen die Folie und setzen den Filter in das leere Gehäuse ein. Dreht das Gehäuse jetzt wieder von Hand und in Pfeilrichtung an der Anlage fest. Mit dem Gehäuseschlüssel in Pfeilrichtung Close für Schließen können wir das Vorfiltergehäuse noch einmal leicht nachziehen. Hey, kleiner Tipp, speichert euch dieses Video einmal ab, hier unten rechts, und ihr könnt beim nächsten Vorfilterwechsel direkt darauf zugreifen. Kommen wir zu Filter 2, dem Aktivkohlefilter. Wir öffnen das Gehäuse vorsichtig in Pfeilrichtung. Wir heben die Anlage leicht an und ziehen das Gehäuse nach vorne heraus. Das Wasser und der alte Filter können jetzt entsorgt werden. Wir reinigen auch hier das Vorfiltergehäuse und die Anlage mit einem trockenen Tuch. Wir nehmen Filter 2, den Aktivkohlefilter, und entfernen die Folie. Mit dem weißen Ring nach oben setzen wir den Filter in das Gehäuse ein und drehen das Gehäuse wieder in Pfeilrichtung an der Anlage fest. Nutzt den Gehäuseschlüssel abschließend als Unterstützung. Auch das letzte Gehäuse 3, den 1 Mikron Sedimentfilter, öffnen wir mit dem Gehäuseschlüssel in Pfeilrichtung. Wir lösen das Gehäuse von Hand, heben die Anlage hinten leicht an und ziehen es nach vorn heraus. Auch bei diesem Filter wird im direkten Vergleich mit einem neuen Filter sichtbar, wie stark dieser verschmutzt ist. Wir entsorgen den alten Filter und auch das Wasser. Wir reinigen das Vorfiltergehäuse und die Anlage mit einem trockenen und sauberen Tuch. Nehmt euch jetzt Filter 3 zur Hand, den 1 Mikron Sedimentfilter. Wir entfernen die Folie und setzen den Filter anschließend in das leere Gehäuse zurück. Hey, unser Tipp: Achtet beim Festdrehen von Hand darauf, dass das Gehäuse an der Anlage nicht verkeilt. Setzt es in diesem Fall noch einmal neu an. Abschließend kann auch hier das Gehäuse in Pfeilrichtung noch einmal festgezogen werden. Glückwunsch, der Vorfilterwechsel ist abgeschlossen.
Wenn ihr keinen Nachfilterwechsel im Anschluss durchführen möchtet, trocknen wir die Anlage, um sie wieder in Betrieb nehmen zu können. Unser Tipp: Legt euch ein Tuch oder Küchenpapier in den Unterschrank und stellt eure Anlage darauf ab. So könnt ihr Undichtigkeiten leichter erkennen. Wir öffnen den Tankanschluss und öffnen den Kaltwasseranschluss in Flussrichtung. Abschließend setzen wir den Schwamm zurück in den Aquastop. Eure Anlage ist jetzt wieder betriebsbereit. Wenn euch das Video zum Vorfilterwechsel gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Hier zeigen wir noch ein paar nützliche Tipps, hilfreiche Tipps, alles was du wissen musst. So. Speichert euch dieses Video. Speichert euch.